Hi und herzlich willkommen bei Hochdruck 3D. Mein Name ist David und heute gibt's was richtig Cooles, nämlich was von 3D Connection. Die haben mir nämlich was zukommen lassen, nämlich das Space Mouse Enterprise Kit 2. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal so ein bisschen meinen ersten Eindruck davon. Wir reden ein bisschen drüber, ich erkläre euch ein paar Sachen. Wir packen das ganze Ding aus und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Oh, ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall immer noch hier seid, auch nach dem Intro. Sehr cool. Wie schon erwähnt, das ganze Set wurde mir von 3D Connection zur Verfügung gestellt. Da sind auch ein paar Sachen drin und mit ein paar meine ich echt viele. Wir haben da einmal die Space Mouse Enterprise, die seht ihr auf dem Bild hier. Wir haben die CAD Maus Wireless Pro dabei. Da ist noch ein Mauspad mit dabei, Kabel, verschiedene Anschlussteile. Wir werden uns das Teil jetzt mal angucken. Ich packe das Ding mal aus und wir schauen uns einfach mal an, wie es im Endeffekt wirklich aussieht in dem Karton. So, hier haben wir das gute Stück und ich würde sagen, wir machen uns jetzt gleich mal ins Auspacken. Obwohl, ich würde sagen, ich lasse euch noch ein bisschen zappeln und wir schauen uns mal die Verpackung an. Vorne drauf sehen wir einmal die Space Mouse Enterprise und die CAD Maus Pro Wireless. Schauen uns dann nochmal hier jeweils die Seiten an. Hier könnt ihr nochmal genau sehen, was mit dabei ist. Verschiedene Verbindungskabel. Und das Mauspad, den Receiver für die Maus. Dann haben wir für die Maus noch eine Hülle, die Maus an sich und die Space Maus. Hinten drauf sehen wir nochmal eine Beschreibung der ganzen Funktionen. Denn man kann mit diesen Sachen echt verdammt viel machen, was ich richtig cool finde. Auf der anderen Seite steht auch Space Mouse Enterprise Kit 2, beziehungsweise Kit 2. Und hier haben wir nichts. Verschlossen ist das Ganze hier unten mit einem kleinen Klebestreifen. So. Und jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht reingeschaut. Und bekommen hier einen Quick Start Guide. Da ist nämlich das CAD Mauspad drin, zumindest laut dem Zeichen hier. Auch eine coole Sache, dass da jetzt auch schon direkt ein Mauspad mit dabei ist. Und da haben wir, wow, ein ganz schön großes Mauspad. Hier mal meine Hand daneben. Finde ich cool, dass das dabei ist. Werde ich auch auf jeden Fall nutzen. Gerade aufgrund der Fläche ist es halt echt cool. Und wo fangen wir denn an? Wir fangen klein an. Wir haben einmal den Wireless Transmitter für die CAD Maus, nicht für die Space Maus, sondern die CAD Maus. Da ist es wichtig, die CAD Maus ist eine richtige Maus und die Space Maus ist dann unsere 3D-Navigationsmaus. Ist vielleicht so ein bisschen einfacher zu verstehen. Ah, okay. Das ist ziemlich cool. Für die zwei Geräte, sagen wir mal zweimal USB auf USB-C. Heißt, ihr spart euch auch nochmal einen USB-Hub, wenn ihr nicht genügend USB-Plätze frei habt. Dann haben wir hier die Kabel, die sind aber hier schon mit verbunden, deswegen schauen wir uns die später an. Und wir haben hier was Eingepacktes und das sieht aus wie die CAD-Maus. Das ist wie gesagt die Pro Wireless Version. Die gibt es mit Kabel und mit ohne Kabel. Wir haben hier ein schönes Täschchen mit dabei, was mir echt gut gefällt. Gerade wenn man es mal mitnimmt, ist das schon ganz cool und haben hier die Maus. So, erster Eindruck von der Maus ist ziemlich gut. Also die Qualität ist echt geil. Knöpfe drücken sich ziemlich gut. Haben hier das Feature, dass wir hier einen direkten mittleren Maustastenknopf haben. Das heißt, ihr müsst nicht auf das Rad drücken, wenn ihr was designt, sondern drückt auf den Knopf. Haben hier noch zwei Seitenknöpfe. Hören sich gut an, fühlen sich gut an und liegt echt gut in der Hand. Jetzt kommen wir zum Hauptstück, wo wahrscheinlich alle drauf warten, nämlich zur Space Mouse Enterprise. Die ist auch wieder schön eingepackt, passt perfekt hier in diese Verpackung. Also schon ein bisschen satisfying, wie perfekt die da reingepasst hat. Und haben jetzt hier unsere Space Mouse Enterprise. Wow, großes Teil und sieht verdammt cool aus. Jetzt kann man die Verpackung einfach mal weghauen, die stört hier einfach nur. So, hier ist das gute Stück. Ich lege mal meine Hand daneben, beziehungsweise seht ihr auch die Mausgrößenvergleich, also schon echt cool. Ist hier so ein bisschen gummiert, beziehungsweise so ein bisschen
ja, doch so gummiert, dass es ein bisschen weicher ist trotzdem noch recht stabil. Und was haben wir denn hier alles? Wir haben hier rechts ganz schön viele Knöpfe. Das heißt, ihr habt den, ich schätze mal zumindest, wie gesagt, mein Ersteindruck, selbst ausprobiert habe ich es noch nicht, wird für Shortcuts sein, beziehungsweise Tasten, die ihr in eurem Programm nutzen könnt, dass ihr nicht ständig zur Tastatur rüberwechseln müsst. Und auf der anderen Seite haben wir hier, sage ich mal, Standardtasten, Menü, Space, Alt, Steuerung, Shift, Tab, Escape und Enter. Und hier sind sogenannte Shortcut-Tasten drauf. Da könnt ihr dann auf dem Display euch Shortcuts festlegen, für zum Beispiel Fusion 360, wo es demnächst nochmal ein größeres Update genau hierfür geben wird, damit ihr alle Funktionen da auch nochmal perfekt nutzen könnt, beziehungsweise das komplett integriert ist. Funktionieren tut es schon, aber es ist noch nicht 100% integriert. Aber wie gesagt, das kommt auf jeden Fall. Keine Angst, das kommt. Und wir haben jetzt hier unseren Steuerknüppel, sag ich mal. Da ist ja die Besonderheit, wir können das nach vorne drücken, nach hinten ziehen, nach links, nach rechts. Dann können wir das Ganze drehen. Wir können das kippen. Wir können das nach oben ziehen und nach unten ziehen. Heißt, wir haben eine komplette 3D-Funktion bzw. eine komplette 3D-Navigation hiermit. Und das soll uns im CAD-Alltag um einiges helfen. Und ich hoffe auch bald, oder ich hoffe, vielleicht funktioniert es auch schon, in Slicer-Programmen. Soweit ich weiß, hat Cheetobox und Litchi letztens ein Update gekriegt. Bin mir aber auch nicht 100% sicher, wie es bei Simplify 3D aussieht. Oder bei Cura werden wir dann austesten. Wie gesagt, heute nur Ersteindruck. Und wir ziehen jetzt mal die Folie hier ab, weil ich kann das nicht sehen, wenn da Folie dran ist. Weg ist sie. Haben wir noch irgendwo Folie? Jawohl. So, Folie ist jetzt ab. Wir haben hier so einen Piano-Lack, würde ich sagen. Und unten drunter matt und haben hier auch so Gummifüße, dass das Ganze nicht wegrutscht. In Kombination würde das, schätze ich mal, dann alles so aussehen, dass man so arbeitet. Dass man die Tastatur im besten Fall auch gar nicht mehr braucht, gerade wegen den Knöpfen. Es gibt ja auch die kleineren Versionen davon. Schauen uns das Programm grob an, schauen mal so die ersten Züge davon an und sehen dann da einfach weiter, probieren ein paar Sachen aus. Und die ganzen Kabel, die wir dabei haben, können wir ja auch noch mal kurz anschauen. Haben wir ein Micro-USB-Kabel, dann haben wir noch ein Micro-USB-Kabel und dann haben wir hier das schön lange Anschlusskabel für die Space Mouse Enterprise. Und hierfür haben wir ja natürlich für die kleine CAD-Maus, beziehungsweise CAD-Maus Pro Wireless ist es ja, haben wir ja hier so einen kleinen Dongle noch. Das Ganze funktioniert per Bluetooth oder direkt über diesen Stick hier. Und da würde ich sagen, sehen wir uns direkt am PC wieder. Also bisher ging alles problemlos. Ich habe einfach den Wireless Transmitter reingesteckt und schon hat direkt die Maus ohne Treiberinstallation sofort funktioniert und die Space Maus aber leider noch nicht. Dazu musste ich hier die Software runterladen, die 3D Connection Software, und jetzt ist sie installiert. Nach dem Neustart sollte auch alles funktionieren. Wir haben hier verschiedene Funktionen, die schauen wir einfach mal durch. Wir haben hier einen Trainer. Ja, also hier können wir so ein paar Sachen ausprobieren, beziehungsweise einfach mal uns ein bisschen trainieren in der ganzen Sache, denn es ist halt doch eine Trainingssache. Es ist was Ungewohntes, das eine komplett ungewohnte Denkweise, weil wir halt hier wirklich in 3D arbeiten. Wir können das Ganze rollen, hier tilten, also kippen, drehen, Zoom, links, rechts bewegen, hoch, runter bewegen und dann können wir das Ganze hier nochmal austesten. Benutzerhandbuch, denke ich mal, brauchen wir nicht. In den Eigenschaften, jawohl, können wir hier ein paar Sachen umstellen. Was können wir denn hier so mal schnell machen? Die Geschwindigkeit, wir können Sachen umkehren. Wir haben LCD-Einstellungen, die wir nutzen können, dass wir hier zum Beispiel nur Icons, Text oder Icons und Text nehmen können und die Textgröße. Dazu zeige ich euch jetzt mal das Display näher dran, dass ihr das einfach mal sehen könnt, wie das aussieht aktuell. Aktuell sieht das so aus und können jetzt hier noch frei Tasten belegen. Ja, sehr cool. Heißt, wir können hier anstatt einen Numpad einen Kürzel reinmachen, Makros festlegen oder für verschiedene Einstellungen, beziehungsweise können dann hier auch verschiedene Programme mit öffnen. Also hier gibt es viel zu tun. Und bei der CAD-Maus Pro Wireless können wir hier die Geschwindigkeit einstellen, die Beschleunigung aktivieren, die Sensorabrufrate, das Smart Scrolling, das zeige ich euch mal.
Da habe ich mich vorher ein bisschen informiert, weil ich das eine sehr, sehr coole Funktion finde. Stellt euch vor, ihr wollt von der Seite von ganz oben nach ganz unten scrollen. Wenn wir das jetzt ganz normal über eine normale Maus, über ein Scrollrad machen, müssten wir hier immer nach unten scrollen oder mittlere Maustaste und dann hoch und runter ziehen. Was wir hier bei der Maus machen können, wir können das Mausrad rein theoretisch, sage ich mal, ausklinken. Also nicht hardware-technisch, sondern software-technisch. Heißt, wenn wir das Mausrad schnell drehen, rollt das sozusagen weiter, bis dann das Ganze vorbei ist. Heißt, wenn wir von oben nach unten scrollen wollen, rollen wir einfach mal ganz kurz das Mausrad an und schon gehen wir da hoch und runter. Finde ich eine coole Funktion, kann man aber auch ausschalten, wenn man das möchte. Können jetzt hier die Tasten noch, die wir haben, frei belegen, wie wir das möchten. Die mittlere Maustaste zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Mausrad drauf drücken direkt, können wir auch eine andere Funktion machen. Wir haben ja diese direkte Hardware mittlere Maustaste, die soll natürlich als mittlere Maustaste fungieren. Hat den Vorteil, wenn ihr in einem Programm seid, dass ihr da wenn ihr auf dem Scrollrad die ganze Zeit drauf drücken müsstet, dass ihr da nicht die ganze Zeit drauf drückt und dann vielleicht scrollt, sondern ihr habt diese feste Taste, die ihr nicht falsch nutzen könnt. Ist gerade ein CAD-Programm, wo man doch eine mittlere Maustaste bzw. den Druck auf das Mausrad braucht, dann schon ziemlich gut. Wir haben hier noch einen 3D-Viewer drin und hier die Demo, die vielleicht für die meisten, denke ich mal, ziemlich interessant sein wird. Wir können hier was zusammenbasteln. So ein kleines Minigame zum Üben finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das Ganze, wie gesagt, funktioniert auch direkt problemlos. Ich zeige euch mal meine Hand ein bisschen dabei, ist vielleicht einfacher für euch. Wir können jetzt hier, wie gesagt, so das Teil ein bisschen zusammenbauen. Wir können da ein bisschen üben, finde ich ein sehr, sehr, sehr cooles Tool, weil ich muss sagen, es ist halt doch schon etwas sehr Ungewohntes für die Hand. Man kommt aber ziemlich schnell rein. Also das ist an sich überhaupt kein Problem. Also vom Ersteindruck her ist das schon ziemlich smooth und ich habe das Gefühl, ich bin schon viel, viel schneller, als wenn ich mit einer normalen Maus arbeiten würde. Die 3D-Navigation hier ist halt echt cool. Ich würde jetzt sagen, wir öffnen mal ein paar Programme, probieren da mal so ein bisschen was aus, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise in welchem Programm das schon funktioniert. Bei Programmen ist es so, dass jedes Programm, was ihr öffnet, euch dann jeweils verschiedene Funktionen direkt auf das Display bringt. Heißt, jedes Programm geht ihr zum Beispiel direkt jetzt in Simplify 3D rein, habt ihr andere Shortcuts hier drauf, als wenn ihr zum Beispiel in Fusion 360 reingeht. Die Steuerung hier in Simplify 3D ist leider noch nicht 100% implementiert, funktioniert, ist aber noch nicht 100% drin. Auch hier auf dem Display ist noch nichts drauf. Wir können uns da natürlich eigene Makros drauflegen, aber es sind immer mehr Programme, so wie ich da natürlich immer mitbekomme oder gelesen habe, die hier eine neue Integration bekommen, beziehungsweise wo ihr euch auch Profile im Internet runterladen könnt. So, Fusion startet hier gerade noch und wir sehen direkt gleich die Änderung vom normalen Screen, sage ich mal, jetzt zu Fusion 360. Heißt, wir haben hier unsere Funktion auf den Shortcut-Buttons drauf und können die dann da natürlich auch nutzen bzw. frei belegen. Die Fusion 360 Integration, da wurde ich darum gebeten, euch das zu sagen, die ist schon vorhanden, aber noch nicht 100%. Heißt, ihr habt jetzt eure Buttons hier drauf, wie extrudieren oder abrunden oder ein Loch machen oder Dimensionen setzen. Ihr könnt euch das auch frei belegen. Was jetzt später noch kommen wird, ist ganz einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Zeichenoberfläche seid, dass ihr dann hier diese Zeichenfunktion direkt hier oben drauf habt. Heißt, dass er erkennt, in welcher Unterebene, sage ich mal, ihr seid, ob ihr jetzt im Skizzenmodus seid oder im 3D-Modus. Und ich lade jetzt hier einfach mal eine 3D-Datei rein und wir schauen, wie das Ganze ja hier funktioniert. So, ich bin jetzt hier im 3D-Modus. Wir können ja hier mal ein paar Sachen probieren. Wir drehen das Teil mal, bewegen das Teil mal. Das funktioniert halt wahnsinnig gut. Das ist echt krass, wie geil das funktioniert. Dass man da hinkommt, wo man auch hinkommen möchte. An die verschiedenen Ecken, in den Kreis rein. Und ich habe jetzt nicht lang geübt, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Und ich komme schon sehr, sehr gut zurecht. Und das klappt halt echt geil. Also ist schon echt cool. Wir probieren nochmal die Shortcut-Tasten aus. Zum Beispiel extrudieren. Drücke ich mal drauf. Funktioniert auch direkt und können uns dann hier den Abstand einstellen. Beziehungsweise können wir auch, wenn wir nicht direkt hier eine Zahl eingeben möchten, mit der Tastatur einfach das virtuelle Numpad öffnen. Und können uns dann mit der Maus hier was eingeben. Und das funktioniert dann auch. Also das klappt. Und das klappt auch ziemlich gut. Wir haben auch hier die Escape-Taste, wenn wir das Ganze abbrechen möchten, direkt auf der Maus drauf. Und ich würde sagen, das reicht schon am Programm, beziehungsweise am Ersteindruck hier am PC. Und wir gehen jetzt über zum Fazit, würde ich sagen. Weil
das ist ja hier eigentlich nur ein kleines Unboxing gewesen. Ich wollte euch ein bisschen was zeigen, so meinen ersten Eindruck einfügen und jetzt geht's ab zum Fazit. Willkommen zum Fazit. Ich würde sagen, jetzt geht es mal um meine eigene Meinung dazu und ich habe mit 3D Connection ausgemacht, dass ich meine ehrliche Meinung hier präsentiere, dass ich, da ich es ja gesponsert bekommen habe, hier nicht irgendwie irgendwas vorlüge, irgendwas vorspiele oder so, sondern meine eigene wirkliche Meinung dazu präsentiere. Als ich das ganze Ding ausgepackt habe, fand ich schon krass, wie hochqualitativ das Ganze ist. Wie schwer die Geräte sind, was sie für einen Eindruck machen, wie massiv sie sind, wie gut sie durchdacht sind, auch von der Handballenauflagefläche, Auflagefläche, beziehungsweise von der Handauflagefläche. Es ist egal, ob es das Mauspad ist, ob es die Enterprise ist, ob es das ganze Set ist, ob es die CAD-Maus ist, die dabei ist. Es ist krass, wie gut das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie gut sich das Ganze anfühlt. Auch diese Verpackung von der Maus, wo ich gar nicht so krass drauf eingegangen bin. Ich hole die mal kurz. So, hier, genau das meine ich. Selbst, dass sowas dabei ist, dass ein Case dabei ist für eine Maus, wo man weiß, okay, die kann sein, dass ich die mitnehme oder ich möchte die hier drinnen verstauen. Ob es privat ist oder auch für Firmen, ist das einfach eine richtig coole Sache. Vor allem habt ihr den Vorteil, dadurch, dass sich alles so qualitativ anfühlt, auch die Maus, also die CAD-Maus sich so krass qualitativ gut anfühlt. Das ist auch wahrscheinlich auf Dauer viel, viel länger hält, als wenn ihr euch jetzt eine normale Gaming-Maus holt oder eine Office-Maus. Gerade die Office-Mäuse, die könnt ihr, wenn ihr sehr, sehr viel damit arbeitet, die Knöpfe, die da drin sind, die könnt ihr nach einem halben Jahr wegschmeißen. Ihr habt von der Ergonomie her was echt Cooles, was echt gut funktioniert. Und auch das, gehen wir mal weiter zur Space Mouse Enterprise. Also wir waren jetzt bei der da, jetzt sind wir hier. Und das Display, was da dran ist, ich weiß nicht, ob das im Video so gut rüberkommt, wirkt sehr, sehr gut. Also es ist hell, es sind Farben drauf. Ihr könnt alles genau glasklar erkennen, wie es sein soll. Ihr habt hier von der Qualität her, vom Ersteindruck her, das ist das Wichtige, ist ein Ersteindruck, was echt cool ist. Es scheint direkt zu funktionieren. Wie gesagt, angestöpselt, die CAD-Maus direkt geklappt, hat direkt funktioniert, obwohl sie wireless ist. Heißt, ihr braucht sie nicht pairen oder sowas. Es ist gut durchdacht, es funktioniert. Nach der Treiber- bzw. Softwareinstallation hat auch die Space Mouse direkt funktioniert, die Enterprise. Es ist Wahnsinn, wie gut es funktioniert. Viel mehr kann ich da jetzt im Endeffekt auch nicht sagen, weil ich bin echt happy damit. Ob man jetzt die große Space Mouse Enterprise braucht, mit dem Display, mit den vielen Funktionen, die ihr da noch habt, das ist eure Entscheidung. Es gibt natürlich auch immer die kleinen Versionen dazu noch, die viel, viel günstiger sind, die auch sehr, sehr gut funktionieren, wo ihr halt wirklich nur diese 3D-Navigation und vielleicht noch 2 Seitentasten habt. Das müsst ihr für euch entscheiden. Von meiner Seite aus, probiert's aus, echt eine richtig coole Sache und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei 3D Connection bedanken, dass sie das hier möglich gemacht haben. Und für euch da draußen, dass ihr das Video angeschaut habt. Ihr macht das ja mit möglich. Und vielen, vielen Dank soweit fürs Zuschauen. Demnächst, beziehungsweise in den nächsten paar Monaten, wird es noch einige Videos dazu geben. Ich habe da ein bisschen was geplant von Tutorial zu einem richtigen Review dazu nochmal.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dann reinschaut. Ein Like bitte nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo und die Glocke aktivieren natürlich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.